Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin heute bei den Modellbahnfreunden Schweich an der Mosel und begrüße jetzt hier Joachim Schlöder, der ist der Vorsitzende dieses Vereins. Sie sind wie viele Mitglieder? Ungefähr 40, 50 habe ich gehört? Gut 40 Mitglieder, ja. Und Sie treffen sich in der Regel zweimal die Woche und haben hier in einem schönen großen Keller einige Modelleisenbahnanlagen aufgebaut. Die schauen wir uns jetzt mal an. So machen wir das. Willkommen, Herr Pernsteiner. Folgen Sie mir in unsere Vereinsräume. Zuallererst sehen Sie hier unsere Spur N Modulanlage. Die N-Anlage habe ich mir vorhin schon erklären lassen. Das sind jetzt nur ein paar Module, die hier aufgebaut sind. Insgesamt haben sie so mehr als 20 im Einsatz und auf Ausstellungen waren sie auch schon etliche Male. Und hier ist nur ein kleiner Bestandteil aufgebaut. Hier ist so dieses Motiv typisch, das ist Bernkastel-Kues nachgebildet oder nachempfunden. Also im Endeffekt hier die Gegend hier an der Mosel, wo ich jetzt momentan gerade zum Urlaub bin und deshalb bin ich jetzt hier zu Gast bei diesem Verein. Und dann habe ich gehört, das ist jetzt hier Berlin nachempfunden, eine typische Berliner Gegend. Und hier fährt jetzt eine V180 mal gerade eine kleine Runde. Man sieht diese Module, die sind ungefähr, jetzt hakt es mal, kann vorkommen, Vorführeffekt. Doch, jetzt fährt sie wieder. Dann schauen wir dabei Bernkastel-Kues an. Hier eine typische Sanierung in der Altstadt. Und jetzt verfolgen wir hier den Zug. Ich glaube, ich mache mal Beleuchtung an, dass es ein bisschen heller wird. Hier ist ein Industriegebiet nachempfunden. Die Module sind alle etwa 1,25 Meter lang und 60 tief. Und das jetzt hier als Eckmodul, das ist jetzt hier 1 Meter tief. Und hier verschwindet die Bahn im Schatten und macht hier eine Kehrschleife. Und das ist jetzt die Spur N im Maßstab 1:160. Und jetzt schauen wir mal weiter, was hier noch geboten ist. Jawohl. Wollen wir zuerst hier in den Raum reingehen? Unsere Spur 0 Anlage in Hufeisenform. Wir haben circa vor 8 Jahren begonnen hier mit der Spur 0 Anlage. Einige H0-Mitglieder wollten unbedingt wechseln in das größere Genre. Und die Anlage ist jetzt hier angenehm hoch, die hat 1,30 Meter Höhe. Da Richtig. kann man wirklich dann fast in Kopfhöhe die Anlage genießen. Und das ist hier einiges schon schön gestaltet. Die Gleise, habe ich auch schon gehört, sind Lenzgleise. Richtig. Und hier ist jetzt eine V200 von MBW, Jawohl. die jetzt auf einen Einsatz für uns wartet, die wir uns jetzt mal anschauen können. Mal eine kleine Rundfahrt hier durch diese Anlage. Die Weichen werden hier manuell geschaltet über diese Taster. Und jetzt haben wir hier eine kleine Entgleisung. Eine kleine Panne. Kurz unterbrechen. Und hier ist noch eine Drehscheibe im Bau. Das ist ein Bausatz von der Firma Kitwood in England, habe ich vorhin auch schon gehört, die hier gebaut wurde. Und einiges in der Anlage hier wird noch eingeschottert demnächst. Da ist der Korkboden schon. Dann hier eine Brücke. Die Personenwagen und der Packwagen sind von der Firma Lenz.
Hier ein kleines Werksgelände. Und dann kommen wir hier am Bahnhof, Meulenwald. Und dann können hier die Züge richtig umgesetzt werden, um dann die Retourfahrt wieder richtig zu machen. Hier mit der Telex-Kupplung. Hier ein ganz kleiner Lokschuppen, der wahrscheinlich für die KÖF zum Beispiel gedacht ist. Die Weichen werden meistens noch von Hand gestellt, sollen irgendwann mal digitalisiert werden. Die Anlage ist noch, man sieht, noch ein bisschen im Bau, aber teilweise eben doch schon ganz schön detailliert. Jetzt wird die Weiche wieder gestellt. Und jetzt kann der Personenzug seine Rückreise antreten. Das war jetzt hier der Ausflug in die Spur-0-Anlage und dann lassen wir vom Joachim Schlöder mal noch den Rest dieses richtig schönen Clubgeländes zeigen. Wie lange gibt es euch jetzt schon als Verein? Ihr habt, glaube ich, 2002 als ganz kleine als Interessensgruppe angefangen. 2002 haben wir uns zusammengefunden als Interessengemeinschaft und nach 5-jährigem Bauen unserer Module haben wir uns dann 2007 entschlossen, Verein zu werden. Jetzt habt ihr hier so 200 Quadratmeter ungefähr, oder wie viel ist das? Ja, mindestens. Wir haben noch einen separaten Raum für die Module zu lagern, einen größeren Lagerraum. Also 250, 300 Quadratmeter dürften wir haben. Wir machen mal den Rundgang weiter. Ja. Hier ist eine riesengroße H0-Anlage in K-Gleis, Dreileiter, die schauen wir uns aber danach dann separat an. Die mache ich dann in einem eigenen Interview.
denke, die ist allein schon wert, dass man da ein bisschen mehr erzählen sollte. Und jetzt machen wir so als erstes mal einfach hier nur einen Rundgang generell durch die ganzen Clubräume. Okay. Das ist alles ein bisschen verwinkelt. Wir haben im Laufe der Zeit immer noch mal separate Räume dazu bekommen. Hier haben wir einen kleinen Aufenthaltsraum nur für uns. Wenn wir uns treffen, klönen wollen, was besprechen wollen, machen wir das hier in unserem Aufenthaltsraum. Wir haben eine separate Werkstatt, das zeige ich mal hier, mit allen erdenklichen Geräten, die nötig sind für den Modellbau. Bohrmaschinen, Sägen, alle Schleifmaschinen, alle Varianten. Und ein paar Mitglieder bringen auch 3D-Druck mit ein, habe ich auch noch gehört vorhin schon. So ist es, ja. Aber dann, die haben es natürlich dann daheim, die Kisten. Die haben wir zu Hause. Die sind dann in privater Hand von unseren Mitgliedern. Ein Lagerraum für Essen, Trinken ist nicht so wichtig. Hier haben wir noch eine kleine Werkstatt für die kurzen Wege. So eine schnelle kleine Reparatur zu machen, Lötungen, Schräubchen ersetzen und so weiter. Hier haben wir dann noch eine TT-Anlage. Die haben wir geerbt von einem Mitglied. Der ist umgezogen aus Saarbrücken nach Trier gezogen und er hat die Anlage mitgebracht. Vorbild ist die Deutsche Reichsbahn. Die hat dann auch eine Schattenbahnhof-Ebene. Und dann ein riesengroßes manuelles Stellpult mit jede Menge Tastern und Schaltern. Es geht weiter zum Bereich H0 Gleichstrom. Das ist jetzt auch ein Raum, ein etwas kleinerer Raum. Da sind Module, habe ich auch vorhin schon mal erklärt bekommen, die nach dem Fremo-Standard gebaut sind, die wir uns dann auch separat in einem zweiten Video nochmal extra anschauen werden. Wir haben jetzt hier ja nur einfach mal den ersten kleinen Rundgang durch diese Clubräume und durch die Vereinsmöglichkeiten. Und dazu weiß ich jetzt aber auch schon, dass ihr in der Regel zweimal im Jahr größere Treffen habt, wo ihr auch Tag der offenen Tür habt. Ich glaube, am Tag der Modelleisenbahn macht ihr immer irgendwas. Ja. Da gibt es ja so eine Homepage, Tag der Modelleisenbahn, die blende ich im Video ein. Da kann man nachschauen, wann dieser Verein und wann die anderen Vereine da Möglichkeiten haben. Und auch dann in der Vorweihnachtszeit gibt es auch immer irgendwie einen Tag der offenen Tür. Genau. Und hin und wieder seid ihr auch auf Ausstellungen. Also insofern würde es sich lohnen, dass man da einfach mal auf der Homepage der Modellbahnfreunde Schweich nachschaut. Blende ich jetzt hier auch nochmal ein. Dann findet man die Termine, wann da das ganze Jahr über irgendwelche Ausstellungen sind. Dann bedanke ich mich jetzt mal beim Joachim Schlüter hier für diese erste Vorstellung der Clubräumlichkeiten. Gerne. Und dann gibt es noch 2 weitere Videos mit den beiden H0-Anlagen. Bedanke mich. Gerne.